Audi lädt ein zum Col de Torini und stellt die aktuelle Technik einiger Verbrenner und E-Modelle vor, und ich bin dabei. Ich darf Sie begrüßen, liebe Zuschauer, auf dem Col de Torini, ganz in der Nähe von Nizza. Und die Motorsportler unter Ihnen werden diesen Namen kennen. Hier findet alljährlich die Rallye Monte Carlo statt. Da nehme ich natürlich nicht daran teil, sondern ich kann Ihnen zwei neue Audi-Modelle vorstellen. Zum einen diesen RS3 in der Limousinen-Version und zum anderen hier den RS3 als Sportback. Diese beiden Autos zählen zu den ganz sportlichen in der Kompaktklasse. Und es gibt hier jeweils einen 5-Zylinder-Motor mit einer Leistung von 400 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment werden an den Allradantrieb geschickt. Damit schafft das Auto 250 Topspeed auf der Autobahn und in 3,8 Sekunden sind schon 100 erreicht. Und wer sich das Dynamikpaket dazu bestellt, der kann dann auf der Autobahn auch 280 fahren. Wie schon gesagt, zwei absolute Sportler in der Kompaktklasse, und damit lässt sich eine ganze Menge Spaß fabrizieren, wie Sie jetzt sehen. Ich hatte als einer der ersten die Gelegenheit, das Potenzial des neuen RS3 zu bestaunen. Das geänderte Fahrwerk mit Torx-Splitter, also der elektronischen Drehmomentverteilung an der Hinterachse, garantiert unglaublichen Fahrspaß und ein perfektes Handling mit einer außergewöhnlichen Balance. Das bietet unter dem Strich Spaß für alle, die gerne mal so im Drift fahren wollen. Der neue RS3 als Limousine und Sportback ist ein Spaßauto erster Klasse. Diese Veranstaltung von Audi auf dem Col de Torini nennt sich Quattro Moments, aber es dreht sich nicht nur um den Allradantrieb, es geht auch um den legendären 5-Zylinder-Motor, der 1976 erstmals in einem Audi 100 verbaut wurde. Auch in der Rallye-WM kam der 5-Zylinder und der Quattro-Antrieb zum Einsatz und garantierte einige WM-Titel. Einer der erfolgreichen Fahrer ist Stig Blomqvist aus Schweden. Für mich war es nicht so schwer, den Allradantrieb zu verstehen. Ich hatte ja Erfahrung mit dem Frontantrieb. Aber besser für die Traktion ist der Allradantrieb auf jeden Fall. Also keine Probleme für mich. So, nun werfen wir mal einen Blick zurück in die Geschichte des 5-Zylinder-Motors von Audi. Der erste kam 1976 auf den Markt in einem Audi 100, damalige Leistung 136 PS. Das hier ist ein moderneres Auto aus dem Jahre 1988, wobei der Ur-Quattro schon 1980 auf den Markt kam. Der Motor damals, also ein solcher Motor hier, hat 2,2 Liter Hubraum, leistet 200 PS, hat einen Turbolader und damit schafft das Auto 222 Topspeed auf der Autobahn. Ganz interessantes Auto, ganz interessanter Motor, besonders dieser Allradantrieb, und deshalb werde ich das Auto jetzt mal bewegen. Auf geht's! Ich muss schon sagen, hier nach dem Einsteigen wird klar, man sitzt in einem Auto, das so um die 40 Jahre alt ist. Es gibt hier eine Servolenkung, trotzdem hat man sehr hohe Lenkkräfte. Das war damals so. Der Motor spricht richtig gut an, der hat einen wunderschönen Sound und das ist ja das Besondere an diesem 5-Zylinder-Motor. Der Allradantrieb funktioniert auch heute noch richtig gut, ist natürlich nicht elektronisch gesteuert, sondern es gibt eine mechanische Sperre, die die Kraftverteilung ein bisschen geregelt hat. Das hier ist der 5-Zylinder mit Graugussblock und dieser ist der aktuelle 5-Zylinder mit Aluminiumblock und der ist etwas leichter. Und jetzt habe ich einen ganz besonderen Sportler für SUV-Freunde, und zwar diesen Audi RS Q3. Auch unter dieser Motorhaube arbeitet der besagte 5-Zylinder-Motor mit 400 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment. Damit schafft das Auto abgeregelt 250 und es gibt auch zum sportlichen Fahren einen Allrad- oder besser gesagt Quattro-Antrieb. Und dieses Auto werde ich jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Auch dieser Audi ist ein Spaßmobil mit reichlich Sportlichkeit an Bord. Seine Fahrleistungen sind in dieser Klasse echt außergewöhnlich, was das Handling und die Agilität angeht.
Also ich bin jetzt hier auf der Wertungsprüfung des Col de Turini von der Rallye Monte Carlo unterwegs. Es gibt hier sehr viel Wechselkurven, linksrum, rechtsrum. Und ich muss sagen, das Auto hier macht da einen sehr, sehr guten Eindruck. Es ist sehr übersichtlich, es ist sehr präzise, die Lenkung ist wirklich gut, es gibt eine gute Rückmeldung. Und wenn ich ans Gas gehe, dann spricht dieser 5-Zylinder-Motor richtig an. Er hat ja auch 400 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment und das reicht eigentlich, um sportlich unterwegs zu sein. Optisch zählt er für mich zu den schönsten SUVs. Große Lufteinlässe signalisieren, hier ist Dampf unter der Motorhaube. Nun werden einige mir vielleicht die Frage stellen, welches Auto ist denn besser? Ein RS3 oder dieser Q3 RS? Naja, das ist immer eine Frage, was man will. Hier sitzt man ein bisschen höher, man hat ein bisschen mehr Platz und beim anderen Auto sitzt man tiefer. Also das sportlichere Auto für mich ist ganz klar der RS3. Da sitzt man tiefer, das Auto liegt tiefer, es hat einen tieferen Schwerpunkt und damit ist er auch ein bisschen flotter unterwegs, wenn es hier zum Beispiel in diese Links- und Rechtskurven geht. Eine Augenweide für viele ist der e-tron S Sportback. Der rein elektrisch fahrende SUV erzeugt 503 PS und schafft die 100 schon nach 4,5 Sekunden. Die Topspeed endet bei 210 km pro Stunde. Sein Preis rund 96.000 €. So, nun habe ich noch einen elektrisch angetriebenen Audi für Sie und zwar diesen Q4 e-tron. Auch er besitzt zwei Elektromotoren, einen auf der Vorder- und den anderen auf der Hinterachse. Dadurch ergibt sich automatisch auch ein Allradantrieb. Die Leistung liegt bei knapp 300 PS, 299 genauer gesagt. 430 Newtonmeter Drehmoment werden erzeugt und damit rennt das Auto auf der Autobahn abgeregelt 180 Stundenkilometer. Interessantes SUV, muss ich sagen, und den werde ich jetzt auch mal ausprobieren. Er kann Gelände und Onroad. Er zählt zu den schönsten in seiner Klasse und soll rund 42.000 € in der Basis kosten. Ein Allrounder vom Allerfeinsten. Ja, zum Schluss muss ich sagen, also beide Technologien, ob nun Verbrenner oder auch Elektroantrieb, sind auf technisch hohem Niveau angekommen und man muss sich halt entscheiden, was man will oder besser gesagt, was man braucht. Das war's von mir. Tschüss.